In den letzten Wochen sind unheimlich viele neue G-Shocks erschienen und ich habe gemerkt, dass viele von euch fragen, wo steht G-Shock überhaupt eigentlich? Was machen die jetzt überhaupt? Was ist wirklich relevant? Was ist eher nice to have? Und was ist besonders für Sammler interessant? Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich fange mal mit den beiden Origamis an. G-Shock mal Origami. Eigentlich wollte ich hiervon jetzt ein eigenes Review drehen. Da habe ich gedacht, boah, was sollst du denn in 8 Minuten jetzt hiervon erzählen? Und deswegen werde ich jetzt einige andere Uhren eben durchgehen. Wir sehen hier eben die aktuelle Square, die schwarze. Das ist die G-Shock DW 5600 RGM-1. Und die weiße, das Dreiauge, die G-Shock DW 6900 RGM5. Für mich war ganz klar, die schwarze ist bei mir ganz, ganz vorne, aber die weiße hat mich dann jetzt doch ziemlich angefixt, als ich sie jetzt live in der Hand hatte. Das hätte ich nicht gedacht. Interessant ist die Umfrage, ich gucke es gerade mal, und was glaubt ihr, wer hat die Nase vorn? Knapp 500 Stimmen. Guck mal in dem Community-Reiter, da gab es die Umfrage und ich gucke gerade mal, 67% für die Square-Variante und 33% somit für die weiße, für das Dreiauge. Ich bin mir sicher, wenn wir die Umfrage nur in Amerika machen würden, würde die ganz klar vorne sein, weil das Dreiauge in Amerika sehr, sehr begehrt ist. Interessant sind diese Uhren eben für Sammler, weil irgendwann wird es sie nicht mehr geben. Apropos Dreiauge, ich habe mir gerade auch wieder privat eine geholt. War ein echter Schnapper. Habe ich gerade auch den Short hochgeladen, gestern glaube ich oder vorgestern. Fand ich optisch wirklich sehr, sehr nice. Das Display ist ein bisschen schwach auf der Brust. Guckt euch das mal im Vergleich an zu Origami mit dem Positiv-Display. Passt halt super zu dem Weiß, ne? Was ist das für eine? DW 6900 TD-4. Interessant ist aber, bei LinkedIn ging dann die Diskussion los, so nach dem Motto, wenn die Schrift und wenn das jetzt alles ein bisschen stärker wäre und ein bisschen mehr Comic-Style, dann hätte das was. Was soll ich euch sagen? Vor gut einem Jahr gab es ja die Manga-Varianten. Hier sehen wir die weiße, da seht ihr sofort, ist wesentlich markanter. Und irgendwie gefühlt auch noch weißer, ist ein anderes Weiß auf jeden Fall, ein härteres. Und ja, das sind die Manga-Styles gewesen. Da gibt es auch ein eigenes Video von. Sucht einfach nach Manga mal G-Shock, beziehungsweise G-Shock mal Manga. Und hier sehen wir die blaue dazu. Auch sehr, sehr cooles Teil. Interessant sind halt wirklich Details auch in der Uhr mit der Sprechblase und so weiter. Aber wie gesagt, möchte ich jetzt nicht einzeln durchgehen, sondern euch sie einfach nochmal zeigen. Und für den Langsamspieler auf jeden Fall kaufen. Wenn du sowieso schon mit Origami in deiner Kindheit zu tun hattest, solltest du diese Origami-Uhren dir beide zulegen, auch wenn du nur Square-Fan bist. Irgendwann wird es die Uhren nicht mehr geben und dann sind sie schön in der Sammlung und da sind sie auch gut, wobei ich sie eben auch sehr gut zum Tragen finde. Ich habe von allen 4 Uhren auch schon Shorts gemacht, jeweils am Handgelenk. Guckt in dem Reiter Shorts, dort werdet ihr die Uhren sofort finden. Dann gibt es ja eine Kooperationsuhr mit Central C und Sina. Und zwar ist das die G-Shock DW 6900 CC25-4. Ich habe die Uhr schon am Handgelenk gezeigt als Short. Soll ich hier noch ein Unboxing machen? Soll ich hier gegebenenfalls sogar ein eigenes Review von machen? Vorab gesagt, es ist auch ein Dreiauge, eine 6900er, wie gerade erwähnt. Ich war etwas skeptisch mit der Farbe, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, der eine oder andere hat es vielleicht schon in den Kommentaren gelesen, die wird es wahrscheinlich Weihnachten an einen der Weihnachtsfeiertage an meinen Arm schaffen. Wieso das so ist? Guckt mal in den Short nach. Dann natürlich die mega Kooperationsuhr, die dritte im Bunde, und zwar die Bamford. G-Shock mal Bamford. Hier mit dem NATO-Strap, was ich direkt noch bei Bamford gekauft habe. Nämlich in dieser geilen Verpackung. BamfordLondon.com. Leider aktuell ausverkauft. Ich habe den Jungs aber schon geschrieben, habe gesagt, Leute, hier stehen ganz viele, die wollen unbedingt noch das NATO haben.
Und jetzt gucken wir mal, ob die das noch besorgen können. Tolle, tolle Uhr. Mega cooles Teil. Den Bandwechsel habe ich schon als Short, 50 Sekunden. Und dort zeige ich euch auch noch mal das Hintergrundlicht. Das ist von vorne jetzt alles etwas schwieriger zu sehen. Ich kann euch dennoch schon mal vorab sagen, das gute Stück ist ein bisschen schwach auf der Brust. Die mit dem MIP-Display, das wäre der absolute Oberknaller. Also warten wir auf Variante 4. Und normalerweise kommt die mit dem Band daher. Das habe ich ja schon gewechselt. Das Bamford Band. Hallo, das Bamford Band und das 5600er hier. Das hat natürlich auch was, aber im Vergleich zu dem NATO-Strap, ganz ehrlich Leute, boah, ich bin von dem NATO total angefixt, weil damit tragen die Uhren noch weniger. Ich mache sie jetzt mal drum. Ich habe einen 17er Handgelenk. Hier die Schlaufe wieder rein, damit es schön NATO-Style-mäßig ist. Habe es ein bisschen locker gemacht. Bam! Bam! Bamford! Guckt euch das Schnittchen am Handgelenk an. Sieht man von oben jetzt gar nicht zwingend, dass ich jetzt das NATO dran habe. Aber dieser Blauton ist einfach echt der Knaller. Ich kann sogar hier unten noch rein mit dem Strap. Dann liegt es sogar richtig auf an meinem 17er. Ich müsste vielleicht sogar noch einen enger. Aber ja, mega geile Uhr. Ich werde hiervon noch ein eigenes Video machen. Was wichtig ist, gerade für Sammler, worauf ihr achten müsst, Unterschied Europa-Version zu UK-Version, zur Japan-Version und. Bleibt hier also dran, für alle, die auf die Uhr warten, dass sie sich noch eine bestellen können. In UK gibt es welche, ist aber schwierig jetzt offiziell über den G-Shock Store welche zu bestellen, weil ihr könnt euer Land dort nicht aussuchen, sondern nur London und Irland. Ansonsten wird da nichts verschickt. Aber ich kann euch jetzt sagen, Stand jetzt, 20.01. geht's los. Wobei, wir haben ja schon öfters erlebt, dass das bei G-Shock nicht so klappt. Gerade G-Shock Deutschland. Also gucken wir mal. Ich drücke die Daumen, dass es funktioniert. Am 20.01. wie gesagt, soll es losgehen. Und tragt euch dick in den Kalender. Und das Video kommt ein paar Tage vorher. Das ist übrigens die G-Shock GM-5600 BWD-1. Und wer jetzt schon die UK-Variante haben möchte, schaut bei eBay. Dort müsst ihr ungefähr mit 100 Pfund Aufschlag rechnen. Umwandlung in Euro plus Mehrwertsteuer 19% plus Zoll und Versand, dann liegt ihr ungefähr bei 500 Euro. Und wenn ihr jetzt bis zum 20.10. wartet, dann werdet ihr bei 279 Euro liegen. Also tragt euch jetzt schnell mit eurer Casio-ID ein. Erinnerung, wenn verfügbar. Ich weiß, das klappt auch nicht immer. Aber was sollen wir machen? Und dann Wecker stellen, so wie damals, als wir uns vor den Apple Store gestellt haben. iPhone 6, kann ich mich noch dran erinnern. Abends um 12 stand ich schon in der Schlange. Das müsst ihr jetzt halt auch machen. So what? Wer sie haben will, muss ein bisschen eher aufstehen. Dann haben wir die G-Shock mal, wie heißt das Ding? Maison Kitsune mit dem kleinen Füchschen. Die fand ich farblich ziemlich nice. Und zwar ist das die G-Shock GA-2110 MK-5A hier in der ER-Variante für Europa. Das Quick and Dirty Unboxing, das habe ich auch schon in einem Short gemacht. Dauert glaube ich auch, keine Ahnung, 60, 70 Sekunden. Soll ich davon noch ein eigenes, ausführliches in Anführungsstrichen Review machen mit Makroshots von oben und so, wie ihr es von mir kennt oder nicht? Oder habt ihr dazu einfach noch ein paar Fragen und dann gehen wir da in die Bütt. Schreibt bitte unten in die Kommentare. G-Shock mal Stranger Things. Da habe ich ja schon das große, schnelle Quick and Dirty Unboxing Video vorgestellt. Es gibt ja zwei Uhren, ich habe jetzt nur die eine hier, die andere ist gerade oben. Das sind richtig coole Kooperationsuhren, wie ich finde. Klar muss man auch irgendwie den Bezug haben zu Stranger Things, aber das hat was, es ist wie immer bei G-Shock, auch Serien, die eine ganze Generation geprägt haben. Solche Uhren sind später halt einfach begehrt. Deswegen für Sammler kaufen, ab ins Regal, gar nicht tragen. Wer sie tragen will, wie zum Beispiel die Square, die hier drin ist, dann zwei kaufen. Eine tragen,
eine ab ins Regal bzw. in die Vitrine, ab ins Sammelmuseum. Bei dieser G-Shock handelt es sich um die DW 5600 STT-1. Die andere Variante habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber auch da guckt in die Short-Videos. Da gibt es auch ein Unboxing. Es gibt ein großes Longformat-Unboxing. Sucht nach G-Shock mal Stranger Things und ihr findet das alles in meinem Kanal am Handgelenk und. Wie findet ihr denn die Kooperationsuhr? Auch das gerne unten in die Kommentare. Neues MIP-Display an der Square. Und hier nochmal zur Richtigstellung. Natürlich gab es die MIP-Displays vorher auch schon, aber nicht in dieser Square-Variante. Die hier trage ich jetzt schon den ganzen Tag. Die Uhren sind ja leider alle schon ausverkauft. Das gute Stück finden tatsächlich auch einige gut. Hier ist meine persönliche Meinung, boah, wenn ich sie so sehe, geil, ne? Mit dem Gold. Gold ist halt immer sehr fotogen. Aber sobald ich hier nach vorne komme mit dem Positiv-Display, muss man mögen, ist nicht schlecht. Positiv-Display würde der Uhr besser zu Gesicht stehen. 100%. So wie das Vorgängermodell. Und da das Vorgängermodell Negativ-Display hatte, hat man jetzt wahrscheinlich eben das Positiv-Display genommen. Ich habe alle Uhren schon als Shorts hochgeladen. Ich glaube von jeder schon wenigstens 2 Stück am Handgelenk, wie ich sie drehe, wie sie von der Seite aussehen und. Und es gibt natürlich auch ein ganz großes ausführliches Review-Video, wo ihr auch schon alle fleißig kommentiert habt. Das ist für mich eine der besten Veröffentlichungen in diesem Jahr von G-Shock, weil das eine ganz breite Masse trifft und die Square war halt damals meine allererste Uhr und jetzt in Silber, klassisch mit Negativ-Display. Christian, du weißt, dass ich absoluter Negativ-Display-Fan bin und das wird sich auch niemals ändern, auch wenn man schwer ablesen kann. Ich stell dir mal vor, hier wäre ein Positiv-Display drin. Das würde ja gar nicht funktionieren. Von daher G-Shock alles richtig gemacht. Hier sehen wir die anderen 2 Schnittchen. Und auch hier, ich habe eine Umfrage gemacht in der Community. Welche der 3 Varianten ist denn euer Favorit? Ist 1 Monat her, scrollt einfach mal nach unten. 850 Stimmen haben sich entschieden für, schaut einfach mal nach. Ist schon sehr interessant. Hätte ich so nicht gedacht. Und für alle, die noch mal genau wissen müssen, wonach sie suchen müssen, ich habe ja alles immer verlinkt, aber die Uhrenmodelle heißen G-Shock GMW-BZ 5000 BD-1 für diese hier, die schwarz-goldene, die GD-9 für die ganz goldene und für die silberne die D1. Dann kam aber auch noch die G-Stil raus, jetzt zum Herbst. Und das war auch richtig geiles Zeug. Schöne Edifice-Vibes, schön flach, fast Dresswatch-mäßig. Viele haben gesagt, boah, ist ja gar keine G-Shock mehr. Aber irgendwie schon. Aber wie gesagt, Edifice hat das ja vorgemacht. Und das hat schon was ohne die G-Shock Lunette und so. Das ist halt eine richtig schöne, in Anführungsstrichen, Dresswatch. Die kann ich halt auch mal zum Anzug tragen. Ich hatte die blaue, die habe ich oben und die grüne hier. Es gibt sie im ausführlichen und großen Review. Mache ich jetzt auch mal kurz um. dass wir die jetzt auch noch mal kurz am Handgelenk sehen. Hier, bam. Ja, ist auch sehr nice. Vollkommen unterschiedliche Uhren, ja, keine Frage. Aber die haben auch was. Was sagt ihr denn? Was war denn die Veröffentlichung des Jahres, wenn man die beiden vergleicht? Eher jetzt diese Varianten, dass G-Shock jetzt auf den Zug von Edifice hier mit aufgesprungen ist? Oder tatsächlich die MIPs, die Squares? Wobei wir ja ganz klar sagen müssen, bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, das Transformer-Design von der Seite, da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Denn Square-Modelle sehen normalerweise von der Seite so aus. Welches Seitendesign oder welches Gehäusedesign findet ihr denn besser? Ich habe da ganz klar meinen Favoriten, den werde ich euch dann später noch mitteilen. Dann kam ja noch die Zwerge raus und auch die Gold-Variante gibt es auch ein eigenes großes Video zu. Will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber das hatte was, weil der Vorteil ist, wie gesagt, dadurch, dass es wie eine Uhr zu behandeln ist,
kann ich eben die Größen jederzeit verstellen und mache sie dann eben passend an den Finger. Und das ist schon wirklich sehr, sehr nice. Würdest du sowas auch tragen? Ich war am Anfang ja sehr skeptisch. Ich bin mittlerweile totaler Fan, wobei die Leute mich schon an der Kasse und so echt komisch angucken. Die neue Frogman Titan, die habe ich ja auch schon vorgestellt in einem Shot, glaube ich, und in einem großen Review-Video. Es tut mir echt wirklich leid, Leute. Ich habe wieder einige überredet, sich jetzt diese Uhr zu kaufen, wobei sie beim ersten Anblick gesagt haben, nee, das Ding kommt mir nicht ins Haus. Das geht gar nicht. Jetzt sind die ersten schon aus Japan gekommen. Und was soll ich euch sagen, die sind alle total begeistert. Sorry dafür, dass ich euch immer jetzt zum Kauf anrege. Aber was soll ich machen, Leute? Ich bin ja selber total angefixt. Die rote limitierte Variante, die hatte ich auch schon vorgestellt. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. 1,5 Jahre, glaube ich. War auch sehr nice. Aber klar, war ein Editionsmodell, musste man sich holen. Ach ja, da gibt es ja noch Gerüchte, dass hier irgendwie eine bunte rauskommen soll, so eine Rainbow-Farben oder so. Weiß da irgendjemand mehr? Hat da irgendjemand genaue Infos? Das würde mich auch mal interessieren. Aber wie gesagt, die hier, das ist schon wirklich geiler Scheiß. Sollte auf jeden Fall mit in die Sammlung. Fällst da auf jeden Fall mit auf. Großes Long-Video, wie gesagt, auch unten verlinkt. Gibt die eigene G-Shock Wiedergabeliste. Dort kommst du ganz schnell zu den einzelnen Long-Videos, die großen in 4K und die Shorts, wo ich sie meistens am Handgelenk trage, immer extra schnell für euch. Ha! Dann noch zur Richtigstellung. Sorry, die Uhr ist leider leer. Das ist die Limited Cracked, die G-Shock Cracked Mudmaster GWG 2000 CR-1A. Viele haben gedacht, was ist denn das? Wieso ist denn die kaputt? Nein, die ist nicht kaputt, Leute. Das ist nur so gemacht, als wenn sie schon alt und gebrochen wäre. Darum auch der Name Cracked. Gibt es wirklich nicht viele und auch nicht so einfach zu bekommen. Gerade neu. Die Uhr hat halt auch was. Hier kann ich gerne mein eigenes Review von machen. Muss ja nicht lang gehen, aber das war wirklich mal in die Makrodetails gehen. Das wäre vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Oder was sagt ihr? Schreibt bitte gerne unten in die Kommentare, dann drehe ich da noch mal was zu ab. Hier sehen wir ja praktisch das Urgestein neben der Cracked. Da habe ich auch schon mal ein Video von gedreht. Da war ich mit G-Shock ganz im Süden, ich glaube Österreich, mit irgendwie Hochseilgarten und Abseilen und so. Und ich habe mir da schon in die Hose gemacht. Ganz, ganz schlimm, Leute. Das war ein totaler Horrortrip für mich. Da hat doch die Mudmaster nichts genützt, sondern, naja, guckt euch das mal in dem Video an. Sucht nach Mudmaster in meinem Kanal. Was ich ganz interessant finde, ist eben auch der Vergleich zu der neuesten Mudmaster. Wobei die neueste ist es ja nicht. Das ist ja praktisch die Grundkollektion. Schwarz-Grün und die Burgundi, das ist ja mein absoluter Favorit. Da die Frage, ich habe mich selber noch gar nicht mit beschäftigt, weil es ist jetzt glaube ich schon wenigstens 1,5 Jahre her, als ich das große Video gemacht habe und diverse Shorts. Ich habe sie erstmal wieder rausgekramt und auch mal wieder einen Short hochgeladen. Von daher juckt es mich gerade wirklich wieder in den Fingern, mal wieder eine neue Mudmaster zu kaufen. Hat jemand von euch irgendwas gehört? Gerüchteküche hin oder her? Gibt es eine neue Mudmaster, vielleicht eine ganz neue? Oder bleibt es bei diesem Modell, bei dem kompakten Gehäuse, was ich am Anfang echt nicht gut fand? Mittlerweile finde ich es einfach nur mega, mega, mega stark. Bleibt es dabei? Vielleicht andere Farben? Vielleicht eine Kooperation oder ähnliches? Weiß irgendeiner was? Bitte unten in die Kommentare. Danke. Ansonsten versuche ich euch ja immer alles Neue zu zeigen. Wenn ihr aber eine ganz bestimmte sucht, oder was ganz Bestimmtes mal vorgestellt haben möchtet, dann schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Dann schaue ich mal, ob ich die Uhr besorgen kann und auch mal vorstellen kann. Ansonsten, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf meine Wiedergabeliste, auf die Playlist hier bei YouTube. Es gibt über 300 YouTube-Videos und da findet ihr schon jede Menge Zeugs, auch ganz viele MRGs und so weiter. Und es kommt eine neue MRG. Ich habe schon eine hier, ich darf aber nichts sagen. Also bleibt dran. Wir sehen uns
Macht's gut. Ciao. Und was mich natürlich auch interessiert, welche G-Shock haben es denn in diesem Jahr an deinen Arm geschafft? Schreib's bitte auch unten in die Kommentare. Danke euch. Da bin ich echt mal gespannt, wer sich da wieder hat gehen lassen.